Ich stelle euch heute den Prozess zur Befragung der Leipziger Stadtverwaltung vor. Ihr kriegt jetzt gleich auch noch einen Einblick, wie wir zu diesem Thema gekommen sind, denn vor ein paar Monaten hätte ich mir jetzt auch gedacht, okay, warum stehe ausgerechnet ich hier und erzähle euch was davon und was soll das Ganze und wie sind wir da reingekommen? Aber tatsächlich war gestern so 'n Tag zum Zwischenfreuen und ich bin jetzt auch ganz froh, dass ich euch so ein paar Einblicke dazu geben kann. Für euch eine kleine Hinführung zum Thema. Ich habe das ein bisschen bildlich untermalt. Und zwar haben wir uns zunächst vor einem halben Jahr ungefähr in diesem ersten Bild befunden. Wir waren total motiviert, sind mit verschiedenen Dienstleistern ins Gespräch gekommen, hatten da auch wirklich richtig gute Gespräche und, teilweise sogar schon 2 Bieter, mit denen wir zusammenarbeiten wollten. Nichtsdestotrotz mussten wir dann feststellen, dass das mit der Zusammenarbeit doch nicht so klappt, wie wir uns das vorgestellt haben, weil die Anforderungen, die wir ausgeschrieben hatten, von den 2 Dienstleistern, mit denen wir in tiefere Gespräche gegangen sind, nicht umgesetzt werden konnten in die Richtung, wie wir uns das vorgestellt haben. Deswegen brach dann so ein bisschen Panik aus: Wie kommen wir an unsere Daten? Wie können wir das Ganze jetzt umsetzen? Daran hängen auch noch andere Arbeitspakete und wie machen wir jetzt eigentlich weiter? Wir haben uns dann ein paar Mal zusammengesetzt, also Leipzig Weiterdenken aus dem Stadtplanungsamt, Kollegen aus dem Referat Digitale Stadt und Kollegen aus dem Amt für Statistik und Wahlen. Und irgendwann sind wir auf die Schnapsidee gekommen: „Hey, wir haben eigentlich ausreichend Skills und Fähigkeiten. Lasst uns das doch einfach alleine machen." So ist die Idee entstanden, gemeinsam den Fragenkatalog zu konzipieren. Damaligen Zeitpunkt war uns aber noch nicht so ganz klar, dass wir auch die Befragung selbst durchführen werden. Ungefähr 4, 5 Monate später sind wir so in dem letzten Bild, dass wir uns tatsächlich so ein bisschen zwischenfreuen konnten gestern, weil die erste Befragungsrunde abgeschlossen ist und wir tatsächlich eine hohe Rücklaufquote haben und nicht nur wir von den Ergebnissen profitieren, sondern tatsächlich auch noch Partnerprojekte und andere Ämter, die teilweise auch an der Befragung teilgenommen haben. Und so ist im Grunde die Aufgabenstellung für den heutigen Tag entstanden, wie sie auch für euch alle in dem kleinen Programmheft mit drinne stand. Das Leipzig Weiterdenken und das Referat Digitale Stadt gemeinsam ämterübergreifend eine Online-Befragung der gesamten Leipziger Stadtverwaltung mit der Software Questor Pro durchgeführt haben. Der Schwerpunkt liegt hier auf der digitalen Beteiligung. Warum das hier so betont wird, erkläre ich dann nachher auch gleich noch mal. Diese Befragung ermöglicht uns tatsächlich die, Verknüpfung von 3 Arbeitspaketen, von 3 von 4 Arbeitspaketen in Teilprojekt 3, und zwar die Arbeitspakete digitale Beteiligung, Kompetenzaufbau und Co-Kreation. Und wie das Ganze abgelaufen ist, wo wir besonders viel Arbeit reingesteckt haben und was die ersten Erkenntnisse sind, das werde ich euch jetzt vorstellen. Die Agenda sieht wie folgt aus. Es gibt einen kurzen Einblick zum Hintergrund, was die Zielstellungen waren, der Projektkontext, wichtige Hinweise dazu. Ich hatte ja schon gesagt, das ist ämterübergreifend. Wir sitzen natürlich auch nicht alle in den gleichen Gebäuden. Dann zeige ich euch kurz den Prozess zur Befragung. Wie sind wir zum Fragenkatalog gekommen? Wie ist die Online-Befragung abgelaufen? Wie wird jetzt die Auswertung ablaufen? Und dann gibt es noch ein paar erste Erkenntnisse und vielleicht auch ein paar Tipps für euch, wenn ihr demnächst eine ähnliche Befragung durchführen wollt. Zum Hintergrund der Befragung. Leipzig Weiterdenken ist ja, wie ihr sicherlich schon mitbekommen habt, die Koordinierungsstelle für Beteiligungsthemen in der Leipziger Stadtverwaltung. Durch das Projekt Connected Urban Twins ist mehr und mehr auch die digitale Komponente ins Gespräch gekommen. Eins unserer Arbeitspakete heißt ja auch explizit digitale Beteiligung. Grundsätzlich sind die Haupthintergründe und Zielstellungen zu dieser Befragung zum einen die Bilanzierung der informellen Beteiligungsverfahren der Stadtverwaltung seit 2015 gewesen.
2015 hat die letzte Bilanzierung stattgefunden. Dort wurde Bilanz über die Jahre 2012 bis 2015 gezogen. Und damals waren vor allem halt analoge Beteiligungsverfahren gelistet. In den Folgejahren hat die digitale Beteiligung immer mehr an Bedeutung gewonnen. Und das Ganze wurde dann auch durch die Pandemie zum Beispiel nochmal verstärkt. Das zeigt sich auch so ein bisschen in dem zweiten Punkt, dass wir mit dieser Befragung natürlich auch den Status quo erfassen wollten der Beteiligungsverfahren, die jetzt mit dem Schwerpunkt digital dazugekommen sind. Auf der nächsten Folie sieht man das auch noch mal ein bisschen aufgeschlüsselter. Wie ich gerade schon gesagt habe, es hat in den Jahren 2015 für die Jahre 2012 bis 2015 bereits eine Bilanzierung stattgefunden zu informellen Bürgerbeteiligungsverfahren in Leipzig. Auf Grundlage dieser Bilanzierung sind auch verschiedene Maßnahmen damals entwickelt worden, die in den letzten Jahren durchgeführt wurden. Und mit dieser Bilanzierung ist auch die Verpflichtung entstanden, dass die Stadtverwaltung den Stadtrat regelmäßig über die Weiterentwicklung der informellen Bürgerbeteiligungsverfahren informiert. Dadurch ist dann in den letzten Jahren auch der Bedarf dazu gekommen, die digitale Beteiligung mit abzufragen und abzubilden, sodass wir jetzt in die Erfassung des Status quo zu auch digitaler Beteiligung gekommen sind, um zum Beispiel die Bedarfe hinsichtlich der Infrastruktur in der Stadtverwaltung abzufragen. Ziel des Ganzen ist dann, wenn wir diese Bestandserfassung haben und auch den Status quo, dass wir das Ganze aufbereiten und Handlungsempfehlungen ableiten, wie wir bestehende Services und Angebote weiterentwickeln und möglicherweise sogar erweitern können. An der Seite habe ich dann auch schon mal für die verschiedenen Schritte die Arbeitspakete von Teilprojekt 3 mit dazu geschrieben. Wo hier die digitale Beteiligung anfängt, ist auch im Grunde dann unser erstes Arbeitspaket digitale Beteiligung vertreten. Mit den Bedarfen und auch den Handlungsempfehlungen ist unser Arbeitspaket 3.3, der Kompetenzaufbau, verbunden. Und mit der Aufbereitung und den Handlungsempfehlungen geht auch einher, dass hier ko-kreative Prozesse stattfinden, da wir ja nicht der Stadtverwaltung vorgeben, was wir denken oder was wir beurteilen, was das Beste ist, sondern wir gehen den Prozess ja gemeinsam mit der Stadtverwaltung. Wie ich vorhin schon kurz erwähnt hatte, hat sich für uns dann auch erst im Laufe des Prozesses ergeben, dass wir die Befragung nicht nur inhaltlich betreuen, sondern auch den Prozess an sich. Und dadurch haben sich dann auch zwei verschiedene Projektkontexte entwickelt. Der eine Projektkontext ist im Grunde, dass T3 sich inhaltlich einbettet in das Ganze. Wir sehen hier nochmal die 4 Arbeitspakete von T3. Inhaltlich fragen wir für Arbeitspaket 1 ab, was der Status quo ist der Beteiligungsverfahren, welche Beteiligungsverfahren haben stattgefunden, welche Werkzeuge wurden eingesetzt, im Sinne von Plattformen zum Beispiel, welche Formate und Methoden wurden durchgeführt. Wir haben das dann auch nochmal aufgeschlüsselt, sodass ein Beteiligungsverfahren dann auch nochmal in die unterschiedlichen Veranstaltungen, Formate und Methoden aufgeschlüsselt wurde. DIPAS hat hier eine eher untergeordnete Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz konnte DIPAS auch bei den Werkzeugen genannt werden. Für das Arbeitspaket Kompetenzaufbau wurden im Fragebogen die Lücken abgefragt. Also zum einen wurde abgefragt, was ist da an Kompetenzen, um digitale Beteiligung durchzuführen und wo sind gegebenenfalls noch Lücken. Es wurden die Angebote vorgestellt und abgefragt, die bereits vorhanden sind in der Stadtverwaltung, ob die bekannt sind. Und es wurde auch nach weiteren Bedarfen gefragt. Im Zusammenhang mit Arbeitspaket Co-Kreation sind wir dann auch nochmal darauf eingegangen, dass wir auch so ein bisschen auf den Wissenstransfer abzielen, also auf das Voneinander lernen
und dass hier auch möglicherweise neue Produkte entstehen können. Wichtige Hinweise zu dieser inhaltlichen Komponente sind, dass hier eine ämterübergreifende Zusammenarbeit stattgefunden hat. Also wir haben mit 3 Ämtern die Inhalte erstellt, eruiert und Prioritäten gesetzt. Wir hatten teilweise eine externe Begleitung. Das war wichtig, weil wir ja oft in unserem Kosmos so ein bisschen drinne sind und, uns gar nicht unbedingt immer so Gedanken machen, ob die, die nicht in unserem Kosmos sind, verstehen, was wir mit unseren Fragestellungen bewirken wollen. Und inhaltlich gibt's natürlich auch verschiedene Schnittstellen. Also, wir sind jetzt zwar hier im CAD-Projekt, aber es gibt halt auch einen Austausch mit einem Projekt beim Deutschen Institut für Urbanistik, wo dann auch teilweise Ergebnisse mit, reinfließen können und wir dann auch Feedback von denen wieder zurückkriegen, was wir für das CAD-Projekt weiterverwenden können. Der zweite Projektkontext bezieht sich auf den Prozess. Tatsächlich hatten wir dadurch, dass wir Questor Pro selbstständig angewendet haben, die Möglichkeit, hier eine Befragungssoftware zu testen, die wiederum auch in unser Arbeitspaket digitale Beteiligung einfließt, weil wir in diesem Arbeitspaket ja auch Beteiligungstools testen und vergleichen. CIPAS spielt ja auch wieder eine untergeordnete Rolle, möglicherweise auch wieder als Nennung. Für den Kompetenzaufbau ist bei uns der Zusammenhang entstanden, dass wir das Programm ja vorher noch nicht genutzt haben. Wir haben uns tatsächlich dort reingelesen, verschiedene Sachen ausgetestet und werden dann auch die Auswertung selbstständig mit dem Programm durchführen. Und für das Thema Co-Kreation hatte ich ja bereits erwähnt, dass wir den Prozess gemeinsam mit der Stadtverwaltung gehen. Die Stadtverwaltung konnte sich also beteiligen. Wichtige Hinweise hier auch wieder, die ämterübergreifende Zusammenarbeit. Normalerweise läuft dieses Programm nur beim Amt für Statistik und Wahlen. Wir haben dafür dann aber einen Zugang bekommen, sodass wir dann auch den Fragenkatalog und alles weitere selbstständig einrichten konnten. Und die Abstimmung hat dann auch ämterübergreifend stattgefunden. Das hat uns natürlich auch ermöglicht, dass es ein offener und flexibler Prozess geworden ist. Also wir mussten nicht immer erst beim Amt für Statistik und Wahlen nachfragen, ob sie was für uns einpflegen können, sondern wir konnten uns tatsächlich inhaltlich und fachlich treffen und die Sachen dann gleich umsetzen. Zu guter Letzt hier auch noch der Hinweis, dass wir eine Dokumentation erstellen. Das ist jetzt im Grunde der erste Schritt heute, dass wir diese Ergebnisse so ein bisschen mit euch teilen. Wir werden aber auch noch eine schriftliche Dokumentation fertigstellen, die wir dann auch mit der Stadtverwaltung und mit den Kolleginnen und Kollegen im Projekt teilen. Wie hat das Ganze nun ausgesehen? Zum einen müssten wir uns mit der Erstellung des Fragenkatalogs beschäftigen. Das hat verschiedene Schritte beinhaltet. Der erste Schritt hat sich mit dem Design beschäftigt, wo wir uns die Frage stellen mussten, ob wir uns an einem Vorbild orientieren, da ja, wie erwähnt, 2015 bereits eine Befragung stattgefunden hat, oder ob wir dadurch, dass jetzt auch die Bedarfe aus dem CAD-Projekt dazukommen, völlig neue Fragen erstellen und entwickeln. Dann ist natürlich auch immer wichtig, eine Art Eisbrecher zu entwickeln, denn wir kennen das ja alle so ein bisschen in der Verwaltung. Wir kriegen jeden Tag viele, viele E-Mails und manche von denen überliest man auch. Und wir wollten aber natürlich, dass möglichst viele der Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung teilnehmen, damit wir dann auch repräsentative Ergebnisse haben, um an unseren Services und Produkten weiterzuarbeiten. Eine nächste Herausforderung war, die verschiedenen Fragetypen festzulegen. Da sind wir auch erst ganz spontan und flexibel rangegangen und haben uns dann aber daran orientiert, dass wir überwiegend W-Fragen nutzen und oder geschlossene Fragen, also immer Ja oder Nein als Antwortmöglichkeit. Einen großen Teil hat dann auch noch mal das Thema Layout der Befragung eingenommen. Wir wollten natürlich auch, dass es den Kolleginnen und Kollegen überwiegend angenehm ist, wenn sie
durch die Befragung klicken oder den Fragebogen vor sich liegen haben und dann nicht komplett überfordert sind, weil es viele Fragen sind oder der Fragebogen zu umfangreich ist. Und wir haben uns auch sehr viel Mühe gegeben, um Hinweise zur Handhabung mit hinzuzufügen. Und zu guter Letzt dann auch das Thema Verständnis. Ich hatte es ja bereits erwähnt, es ist nicht immer so einfach, den Kolleginnen und Kollegen, die nicht in der Fachlichkeit drin sind, zu erklären, was wir mit verschiedenen Begrifflichkeiten meinen und wo wir mit unserer Fragestellung hinwollen. Und hier haben wir uns dann auch solchen Funktionen zum Beispiel wie Mouseover bedient oder auch verschiedene Anhänge entwickelt. Zu diesen 5 Punkten gebe ich euch jetzt mal einen visualisierten Einblick. Beim Design zum Beispiel, hatte ich schon erwähnt, haben wir uns die Befragung aus dem Jahr 2015 vorgenommen. Damals war das noch ein Dreiseiter mit einem kurzen Einstiegstext und maximal 7 Fragen, wenn man auf alle eine Antwort hatte. Wir haben uns mit diesem Fragebogen ungefähr 1-2 Wochen noch mal intensiver auseinandergesetzt, um zu schauen, deckt er die Bedarfe zum damaligen Status Quo-Zeitpunkt ab. Und wenn nicht, und das war klar, dass er das nicht tut, wie umfangreich kann oder muss dieser Fragebogen dann sein, um auch diese 3 Arbeitspakete für CAD T3 Leipzig noch mit abzudecken. Die Bedingungen aus 3.1 waren vor allem die Strukturen nochmal mit abzufragen, die notwendig sind, um digitale Beteiligung durchzuführen. Für den Kompetenzaufbau ziemlich analog dann die Kompetenzen abzufragen, um digitale Beteiligung durchzuführen. Und für 3.4 wollten wir wissen, ob bereits ko-kreative Prozesse in der Verwaltung stattfinden mit Blick auf Beteiligungsverfahren. Als Eisbrecher haben wir dann versucht, die Stadtverwaltung, die Kolleginnen und Kollegen so ein bisschen in die Pflicht zu nehmen. Wir haben ganz klar eine Zielgruppe definiert, die mit diesem Fragebogen angeschrieben werden soll, haben das einmal sehr förmlich formuliert für die Amtsleiterinnen und Amtsleiter in den Dezernaten und haben das dann auch noch mal ein bisschen lockerer für die Kolleginnen und Kollegen in einer Einladungsmail formuliert. Wir haben ja explizit herausgestellt, dass wir das nicht nur für uns machen, also dass wir einen Überblick bekommen und das in den Projekten verwenden wollen, sondern dass die Kolleginnen und Kollegen damit auch unterstützen, die verschiedenen Bedingungen zur Durchführung von Beteiligungsverfahren auch für sich selbst zu verbessern, möglicherweise, wenn es nicht sogar schon optimal läuft in den Ämtern. Das hat offensichtlich ganz gut funktioniert. Es ist immer so ein bisschen wichtig, auch bei solchen Abfragen eine Betroffenheit herzustellen, wie es auch bei Beteiligung an sich ist. Wir haben diese Betroffenheit dann auch immer wieder in den verschiedenen Texten mit eingebunden und auch wirklich dazu aufgerufen, dass die Kolleginnen und Kollegen da auch was für sich selbst mit tun und dabei unterstützen können, diese Bedingungen mit weiterzuentwickeln. Für den Fragekatalog hatten wir uns dann vor allem für geschlossene Fragen und Multiple Choice oder offene Fragen entschieden. Der Großteil der Fragen waren Pflichtfragen, weil wir verhindern wollten, dass die Kolleginnen und Kollegen den Fragebogen einfach durchklicken. Die Entscheidung ist uns eigentlich sehr, sehr schnell, sehr einfach gefallen. Immer wenn wir unbedingt eine Antwort brauchten, wo es auch an einem Entscheidungszweig war, gab es eine geschlossene Ja-Nein-Frage. Und immer wenn wir ein bisschen mehr erfahren wollten, haben wir uns relativ viele Antwortoptionen einfallen lassen, aber auch immer die Möglichkeit, dass noch eine offene Antwort mit eingebunden werden kann. Zum Layout hatten wir lange diskutiert, ob wir analog oder digital
befragen. Wir haben uns final dafür entschieden, dass die digitale Teilnahme verpflichtend ist, wenn die Kolleginnen und Kollegen teilnehmen wollen. Das Ganze haben wir dann in dieser Programmmaske von Questor Pro durchgeführt. Und wir haben aber auch den Papierfragebogen zur Verfügung gestellt und diesen auch in alle möglichen Einladungen mit angehangen, sodass die Kolleginnen und Kollegen bereits wussten, was auf sie zukommt. Haben aber auch immer wieder darauf hingewiesen, dass die Teilnahme verpflichtend digital durchzuführen ist und haben auch auf alle möglichen Wege darauf hingewiesen, dass uns die Kolleginnen und Kollegen ansprechen sollen, wenn sie Unterstützung brauchen. Die Hotline ist auch unsere Telefonnummer gewesen, also wir konnten jederzeit dann auch dazu kontaktiert werden, um die Kolleginnen und Kollegen beim Prozess zu unterstützen. Ansonsten haben wir uns auch sehr viel Mühe gegeben, die verschiedenen Schritte mit Hinweisen zu beschreiben, sodass dann auch bei dem längeren Fragebogen, wenn verschiedene Projekte eingetragen wurden, klar war, okay, ich habe ein Projekt, für mich ist dann hier danach Schluss. Wenn ich 2 Projekte habe, dann geht es so und so weiter. Und wir haben auch immer darauf geachtet, dass die Texte überall identisch sind, also dass die im Papierfragebogen und im Online-Fragebogen gleich sind und dass dann da auch ein Wiedererkennungswert da ist. Das ist nicht so selbstverständlich, weil man im Programm beide Fragebögen unabhängig voneinander modellieren muss. Das heißt, wir mussten dann auch immer gegenchecken, ob die Texte überall gleich sind. Und dann hatten wir natürlich auch die Erkenntnis, dass das Thema Beteiligung und die verschiedenen Begrifflichkeiten nicht von allen gleich verstanden werden könnten. Deshalb haben wir uns dann auch noch die Mühe gemacht, einmal alles nochmal zu erklären, alle Definitionen nochmal verständlich auszuarbeiten und diesen kleinen Anhang dann in die Einladung mit reinzugeben. Beziehungsweise gab es in der Befragung dann auch die Möglichkeit, auf die Begrifflichkeiten draufzuklicken und dann hat sich so ein Fenster geöffnet, wo dann auch nochmal die verschiedenen Begriffe erklärt wurden. Hat sich im Nachgang als sehr hilfreich herausgestellt. Wir hatten da auch eine externe Begleitung, die uns beim Verständnis ein bisschen unterstützt hat, wie wir verschiedene Texte formulieren. Wir haben dann auch im Nachgang gemerkt, dass die Erklärungen den Kolleginnen und Kollegen gut geholfen haben. Zur Online-Befragung selbst lässt sich sagen, dass wir auch noch mal verschiedene Schritte gegangen sind, als wir uns dafür entschieden hatten, das Ganze digital durchzuführen. Wir mussten uns natürlich vorab für ein Programm entscheiden. Die Entscheidung war nicht so groß oder die Auswahl war nicht so groß, weil es in der Stadtverwaltung verschiedene Basisdienste gibt und damit verbunden auch Dienstanweisungen. Das heißt, es gibt verschiedene Programme, die zur Verfügung gestellt werden und die dann auch für entsprechende Aktivitäten genutzt werden. Bei uns ist das für Befragungen Questor Pro. Wir haben uns dann in der Folge entschieden, dass wir das Ganze online durchführen, obwohl dieses Programm uns ermöglicht, auch einen Papierfragebogen zu erstellen oder die Befragung auch hybrid durchzuführen. Die Inhalte haben sich vor allem an den W-Fragen orientiert. Anhand der W-Fragen haben wir dann auch den Aufbau und die Struktur der Online-Befragung festgelegt. Durch die Online-Variante hatten wir auch die Möglichkeit, einen Testlauf zu machen mit einem Click-Dummy, sodass wir bereits einen Link vor der Befragung zur Verfügung stellen konnten an freiwillige Helferinnen und Helfer, die uns dann Feedback zu Verständnis, Layout und Usability gegeben haben. Bei der Kommunikation haben wir uns dann auch relativ breit aufgestellt. Wir sind in die Dienstberatung des Oberbürgermeisters mit der Information gegangen, haben an alle Ämter eine Hausmitteilung verschickt und das Ganze wurde dann auch noch mal im Intranet beworben. Dazu auch noch ein paar Visualisierungen. Genau, vielleicht einmal zum Programm. Die Maske, die sieht wie folgt abgebildet aus. Wir haben hier tatsächlich die Möglichkeit, einmal das Ganze im Papier zu erstellen und auch online. Man kann zwischenzeitlich auch den Status einsehen und den Rücklauf.
Dieses Programm ist eine Software vom Plupsoft und wird vom Amt für Statistik und Wahlen bei uns für Befragungen zur Verfügung gestellt. Wie ich bereits erwähnt hatte, können wir hier Online-Befragungen durchführen in Papierformat oder auch Hybrid. Und die Befragungen können anonymisiert oder auch zurückführbar sein. Wir haben uns dann für die Nicht-Zurückführbarkeit entschieden, aus diversen Gründen. Und das Wichtigste für uns war aber auch, dass wir die Daten dann auch exportieren können und mit verschiedenen Statistikprogrammen, wenn wir uns dafür entscheiden, noch auswerten können. Für uns hier vor allem auch ausschlaggebend SPSS und R. Wie bereits erwähnt, haben wir uns dann für die Online-Version entschieden. Wie ich gerade auch schon gesagt habe, kann man hier immer schön auch nochmal den Rückblick einsehen. Das ist jetzt von vor 2 Tagen ein Screenshot. Da waren wir bei 55%. Durch die verschiedenen Buttons ist es auch relativ einfach gewesen, die Kolleginnen und Kollegen da durchzuführen, wenn sie uns angerufen haben und vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht weitergekommen sind. Diese Online-Befragung ist als Einladung an 64 Ämter gegangen. Pro Amt gab es einen generierten Link und wir haben den Papierfragebogen unterstützend an alle Amtsleiterinnen und Amtsleiter mitgeschickt zur Weitergabe an die Bearbeitenden, damit die wissen, was auf sie zukommt. Wir haben uns dafür entschieden, dass die Antworten nicht unmittelbar auf die Bearbeitenden zurückführbar ist und die Befragung hat eine Laufzeit von 4 Wochen gehabt. Das Ende war gestern und wir haben jetzt noch eine Nachfrist von 14 Tagen ungefähr, weil es durch Krankheit und Eingaben dann auch immer noch mal zu ein paar Verzögerungen im Programm kommt, sodass die Befragung jetzt offiziell geschlossen ist, wir die Auswertung dann aber erst in der nächsten Woche starten. Und auch ein Vorteil des Programmes ist, dass die Auswertung direkt online erfolgen kann. Also hier gibt es die Möglichkeit, allgemeine Auswertungen zu erstellen. Das heißt, wenn die Auswertung dann abgeschlossen ist, können wir auch schon einen ersten Überblick für uns rausziehen und gegebenenfalls auch nochmal auf den einen oder anderen, die eine oder andere Kollegin zugehen. Die Inhalte waren am Anfang sehr weit gefasst. Wir mussten uns dann immer weiter eingrenzen, was natürlich auch klar ist, weil am Anfang möchte man alles wissen, was geht. Und irgendwann muss man sich dann so ein bisschen drauf beschränken, was wirklich essentiell ist. Das heißt, wir sind gestartet mit einem Word-Dokument. Man sieht ja auch, wie viele Kommentare da an der Seite dran sind und mussten dann immer weiter reduzieren. Mit diesem Word-Dokument sind wir dann in ein Baumdiagramm gegangen, wo wir dann auch die Möglichkeit hatten, die verschiedenen W-Fragen nochmal zu verschieben und anders anzuordnen. Und das Baumdiagramm haben wir dann in das Online-Tool übertragen und konnten dort dann mit dem Click-Dummy testen, ob das so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, auch mit den verschiedenen Zweigen. Dann gab es verschiedene Testläufe. Es gab die Möglichkeit, wie gesagt, diesen Click-Dummy durchzuklicken und uns dazu Feedback zu geben. Da kamen auch die kuriosesten Feedbacks zurück. Und es musste natürlich auch gecheckt werden, ob der Papierbogen und die Online-Variante übereinstimmen, ob auch die verschiedenen Hinweistexte an den richtigen Stellen stehen. Und da ist dann schon auch noch einiges an Arbeit reingegangen. Aber das hat uns auch geholfen, auch die verschiedenen Kinderkrankheiten aus dem Fragebogen rauszuholen, damit die Kolleginnen und Kollegen dann bei der Befragung nicht auf was stoßen, was ihnen vielleicht Probleme bei der Beantwortung bereitet. Kommunikation hatte ich auch schon erwähnt. Wir haben eine Hausmitteilung gestartet, die dann wirklich an die Dezernatsebene gegangen ist, mit dem Hinweis, das bitte an die Bearbeitenden weiterzugeben. Und das Ganze war auch nochmal für die Kolleginnen und Kollegen im Intranet sichtbar, mit dem Hinweis, dass sie sich gerne bei uns melden können, wenn sie sich beteiligen möchten. Noch ein kurzer Blick zum Thema Auswertung. Die Timeline ist tatsächlich relativ groß geworden. Wir hatten am Anfang ja eigentlich nur vorgehabt, den Fragenkatalog zu erstellen, ans Amt für Statistik und Wahlen weiterzugeben. Tatsächlich ist jetzt fast ein halbes Jahr ins Land gegangen von den ersten Überlegungen bis zur Analyse, die dann im Januar stattfinden wird.
Unsere Zielstellung war ein Überblick, Rückblick und eine Einschätzung der durchgeführten informellen Beteiligungsverfahren in den letzten Jahren. Wir stehen jetzt noch vor der Wahl, welche Methodik wir anwenden wollen, ob wir nur die Basisauswertung nutzen oder vielleicht sogar eine statistische Auswertung machen. Die Auswertung ist mit verschiedenen Schnittstellen verbunden, wie ich schon erwähnt habe, das DIFU-Projekt, das CAD-Projekt und dann natürlich auch noch verschiedene Umfeldgruppen, weil die Ergebnisse werden ja nicht nur in T3 und bei Leipzig weiterdenken bleiben. Und nächste Schritte könnten zum Beispiel auch noch Interviews sein, wenn wir an der einen oder anderen Stelle nachfragen wollen, beziehungsweise auch die Handlungsempfehlungen, die ich schon erwähnt habe. Die Timeline sieht wie folgt aus. Im Juni, hatte ich ja schon erwähnt, hatten wir die ersten Überlegungen und die Absprache mit dem Amt für Statistik und Wahlen. Zwischen Juli und September haben wir die Texte vorbereitet, den Fragenkatalog und auch die Online-Befragung selbst, das heißt den Click-Dummy. Dann gab es die Testläufe im Oktober und auch die Vorbereitung der begleitenden Dokumente. Im November und Dezember haben der finale Testlauf stattgefunden. Die Ämter wurden eingeladen und sensibilisiert und die Online-Befragung startete. Und jetzt sind wir in dem Schritt Dezember bis Januar 2023, dass wir uns Gedanken über die Gesamtauswertung machen und wie wir das Ganze dann auch kommunizieren. Bei der Zielstellung haben wir uns auch so ein bisschen schon vorher überlegt, dass wir die Angebote und Services, die bereits bestehen, mit in die Befragung reinnehmen, beziehungsweise auch abfragen, wo noch Unterstützungsbedarf gesehen wird, um auch so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie die Lage in der Stadtverwaltung ist. Und die Fragen, die wurden nicht nur von denen beantwortet, die Beteiligungsverfahren durchgeführt haben, sondern dieser Loop hat sich dann für alle geschlossen, auch die Nein angekreuzt haben konnten, sich zu den Serviceleistungen und den Angeboten, die bereits in Verbindung mit Beteiligungsverfahren bestehen, äußern. Genau, das hatte ich auch schon erwähnt. Wir treffen jetzt die Überlegungen zu Methodik und Schnittstellen. Die allgemeine Auswertung wird es auf jeden Fall geben, aber verbunden mit den verschiedenen Schnittstellen und Gremien werden wir dann sicherlich auch verschiedene Auswertungen vorbereiten und die dann auch in den entsprechenden Gremien vorstellen und oder entsprechend kommunizieren. Die nächsten Schritte sind also die Entscheidung über die Art der Auswertung und ein Feedback mit dem DIFU-Projekt, wo LWD mit drin ist im Austausch. Dann die Auswertung und Analyse für die verschiedenen Zielgruppen und Umfeldgruppen, die ich gerade gezeigt habe. Dann ein Feedback an den Personalrat, eine Auswertung für die Stadtverwaltung. Wir erhoffen uns dann natürlich auch ein bisschen Feedback vom DIFU-Projekt und gegebenenfalls auch von der Stadtverwaltung, mit der wir die Auswertung geteilt haben. Und zu guter Letzt werden wir dann Handlungsempfehlungen entwickeln, möglicherweise noch nicht bis Juni 2023, aber das ist erstmal die Zielstellung, die wir dann auch in CAD für den Bereich Kompetenzaufbau nutzen können. Zu guter Letzt noch ein paar Erkenntnisse. Mit Blick auf das Programm kann man sagen, im Grunde ist das ein gut handelbares Programm, was uns die Stadtverwaltung da zur Verfügung stellt. Es ist mit ein bisschen Statistikhintergrund und mathematischem Verständnis und Modellierungsverständnis relativ leicht nutzbar und der Fragenkatalog ist gut erstellbar. Bisschen schwierig war es mit dem Zugriff und den Updates, weil ich halt Zugriff auf das Programm hatte, aber dann das jetzt nicht mal an unsere Hiwis oder andere Kolleginnen und Kollegen weitergeben konnte. Und das Programm, das kam, während wir den Fragenkatalog modelliert haben, auch an seine Grenzen. Also immer, wenn ich einen neuen Fragenkatalog aufgemacht habe, habe ich dann schon gemerkt, okay, ist irgendwann Schluss. Und das haben wir dann auch als Feedback ans Amt für Statistik und Wahlen zurückgegeben. Für uns war es auch gut für den Kompetenzaufbau. Wir konnten diese städtische Anwendung jetzt einmal testen und für uns auch Schlüsse für die Zukunft mitnehmen. Zu den Inhalten und Ergebnissen, habe ich ja vorhin schon gesagt, haben wir eine Rücklaufquote von über 50%. Ich glaube, jeder, der schon mal eine Befragung durchgeführt hat, weiß, dass das eine wirklich gute Quote ist und wir freuen uns da auch sehr, dass sich viele Ämter an dieser Beteiligung, dass die dort mit teilgenommen haben.
Und es wird auch noch eine Beteiligung des Personalrats stattfinden. Das hätte möglicherweise vorher stattfinden sollen, weil manche Fragen in unserem Fragenkatalog ein bisschen ja, anders interpretiert werden könnten, als wir die Absicht hatten, um uns da einfach nochmal auch die Sicherheit selbst zu geben, dass wir die Ergebnisse dann verwenden können, wenn wir da auch noch eine Rücksprache halten. Ansonsten zum Thema Kommunikation lässt sich sagen, mehr ist manchmal wirklich mehr. Wir haben auch in den Erinnerungen immer alle Dokumente nochmal mit angehangen, weil wir bei der ersten Einladung gemerkt haben, okay, die Leute lesen einfach nicht bis zum Schluss und dann kommt schneller der Anruf, als man die Mail rausgeschickt hat. Man muss sich auch offen gegenüber fremder Meinung zeigen, denn natürlich haben wir alle so ein bisschen andere Vorstellungen von den Inhalten, die wir abfragen wollen. Und letzten Endes muss man dann einfach den kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Man braucht auch viel Geduld, Ausdauer und eine Antwort auf x Szenarien, weil man natürlich auch nicht so denken kann wie die Kolleginnen und Kollegen in den anderen Ämtern. Wir haben alle einen anderen Blick darauf. Mit Verständnis und einer guten Antwort auf die meisten Szenarien funktioniert es dann auch gut in 4 Wochen. Ansonsten sonstiges, Achtung Falle, ich habe es schon angesprochen. Manche Fragen können von anderen natürlich auch anders interpretiert werden. Da kommen dann auch manchmal Anrufe, wo man solche Sachen klären muss. Zum Beispiel bei uns war es die Frage nach genügend Ressourcen oder Kompetenzen. Wir wollten einfach nur den Überblick bekommen und natürlich können das dann andere Ämter so interpretieren, dass wir hier eine Kontrolle durchführen wollen. Das war aber nicht unsere Absicht. Dann ist auch wichtig, dass immer einer entscheidet, egal wer das ist. Letzten Endes muss einer den Hut aufsetzen und sagen, okay, das kommt jetzt rein und das lassen wir mal lieber weg. Was für uns auch sehr, sehr wichtig war, ist, dass wir uns gegönnt haben, einmal einen externen Blick mit drauf zu haben. Wir hatten einen Dienstleister, der auch die Texte nochmal angeschaut hat und uns auch nochmal Feedback gegeben hat, ob das so verständlich ist, wie wir das abfragen oder ob wir es vielleicht auch nochmal ein bisschen anders formulieren und einladender. Und wir hatten natürlich auch viele helfende Hände im Kolleginnen- und Kollegenkreis. Ich glaube, ohne unsere Hivine hätten wir auch vieles nicht in der Zeit geschafft und da sind wir sehr dankbar dafür und werden uns dann auch nach der Auswertung nochmal bei allen dafür erkenntlich zeigen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Ich konnte euch leider nicht so viele Sachen direkt im Programm zeigen, aber das können wir ja vielleicht nochmal nach der Auswertung nachholen. Genau, wenn ihr konkretere Fragen habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen. Franziska Kalkbrenner von Leipzig Weiterdenken oder auf mich. Ansonsten bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.